Hi und herzlich willkommen auf meinem Channel Get Real German, auf dem ich euch zeige, wie ihr mit Hilfe von Podcasts und Serien euer Deutsch auf das nächste Level bringt. Also erstmal, warum denke ich, dass Lernen mit Serien und Podcasts eine gute Idee ist? Ja, ihr kennt das bestimmt. Ihr macht einen Deutschkurs und ihr lernt mit den typischen Lehrmaterialien, Kursbüchern und damit ist auch gar nichts verkehrt. Diese Sachen sind perfekt für euch kuriert, um euch auf die Prüfungen vorzubereiten. Das Problem ist meistens, dass diese Sachen etwas langsamer gesprochen sind und nicht wirklich authentisch sind. Natürlich gibt man sich Mühe, bei den Lehrwerken auch ein bisschen Umgangssprache mit einzubringen, ein bisschen natürlicher zu klingen, aber es ist eben doch was ganz anderes, als wenn man dann doch Muttersprachler sprechen hört in authentischen Konversationen, wo auch mal Fehler passieren, wo auch mal Sätze unterbrochen werden, etc. Das ist noch gar nicht mein größter Punkt. Der größte Punkt oder der größte Kritikpunkt den normalen Lehrwerken meiner Meinung nach ist einfach, es ist stinklangweilig. Ja? Die meisten Themen sind nicht super interessant. Vielleicht, wenn ihr auf dem Level C1, C2 seid, dann habt ihr natürlich intellektuelle Diskussionen ja, zum Thema Klimawandel oder Generationenkonflikte etc., wo man schon etwas cooler diskutieren kann. Aber meiner Meinung nach sind auch dort die Themen immer ein bisschen zu steril und es ist immer alles so super ernst. Ja. In diesen Formaten findet ihr normalerweise Humor, spannende Plots, ja, Handlungen, die sich entwickeln und auch einfach lustige Geschichten und Anekdoten. Ja. Des Weiteren könnt ihr sehr viel über die eigentliche deutsche Kultur und auch aktuelle Geschehnisse mitbekommen, was es wiederum leichter macht, später dann mit Muttersprachlern zu kommunizieren. Ich frage mich immer, wieso lernen Kinder Deutsch so schnell? Ja, alle Leute, die vielleicht Muttersprache Englisch oder eine andere Muttersprache haben, sagen immer, oh Gott, Deutsch ist so schwer. Ja. Ich gucke mir immer den Sohn von meinem Cousin an und ich habe das Glück, ihn zu beobachten und zu sehen, wie er aufwächst von klein auf. Und mir ist aufgefallen, dass Kinder lernen ganz minimalistisch zu kommunizieren. Sie sind sehr gut darin, zu filtern und herauszufinden, mit welchen Sprachhandlungen sie ihre Bedürfnisse befriedigen können und auch mit welchen Sprachhandlungen sie emotionale Relevanz erzeugen. Ja, das heißt, Kinder lernen sehr oft und sehr früh Schimpfwörter. Ja. Das bedeutet nicht, dass diese Schimpfwörter super einfach sind, aber wenn ein Kind ein Schimpfwort sagt, ja, wenn dieses Kind sagt Papa, Pimmel oder Papa, Arschloch, dann bekommt es normalerweise eine starke Reaktion von den Eltern. Ja, so, hey, nein, das sagt man nicht. Oder die Leute lachen. Ja, und deswegen wird das Kind wahrscheinlicher diese Wörter wiederholen, weil wir sind soziale Wesen. Wir lieben es, durch Sprache andere Menschen zu erreichen und Reaktionen zu bekommen. Eine weitere Sache, die ihr sehr gut lernen könnt, ist es, die Sprachmelodie und die richtige Betonung zu lernen. Ja? Normalerweise, wenn wir sprechen, haben wir immer eine bestimmte Intention, wenn wir etwas sagen. Ob wir einen Satz als Frage formulieren, wie wir genau etwas aussprechen, welches Wort wir betonen, kann die Bedeutung von einem Satz verändern. Wenn ihr wiederum dann Dialoge in einer Serie seht und seht, wie die anderen Personen reagieren und wie die Person etwas gesagt hat, kann das auch wiederum dazu führen, dass ihr versteht, wie man den Satz betonen muss, um diese Reaktion eben zu bekommen. Ein weiteres und sehr großes Thema sind natürlich die Redemittel der eigentlichen Sprache, die immer wieder auftreten. Und es gibt eben auch sehr viele Kollokationen in der deutschen Sprache, die auf den ersten Blick erstmal keinen Sinn machen. Und diese werden auch gerne in Büchern ein bisschen vermieden oder nur an der Seite unterrichtet. Wenn ihr aber eben dann einen Dialog auswendig lernt oder transkribiert, dann werden euch diese Dinge viel mehr auffallen und ihr werdet euch viel wahrscheinlicher daran erinnern, weil ihr eben gelernt habt, wie es in diesem Beispiel benutzt wurde. Und wenn das für euch interessant war, dann könnt ihr euch das besser merken. Vielleicht habt ihr dann diesen ganzen Satz irgendwo im Hinterkopf eingespeichert. Ja? Neben der emotionalen Relevanz, über die ich eben schon gesprochen habe, hat es auch einfach eine höhere praktische Relevanz. Natürlich lernt ihr im Deutschunterricht auf dem A1 oder A2-Level, wie man im Supermarkt nach etwas fragt. Aber das sind eben nur diese ganz einfachen Aktionen. Was ihr wahrscheinlich lernen wollt, wenn ihr auf meinem Channel seid, ist eben diese Dinge, die darüber hinausgehen. Welche lustige kleine Anmerkungen könnt ihr machen, um eine Person zum Lachen zu bringen? Oder wie könnt ihr etwas formulieren, wenn ihr wirklich neugierig seid? Wie ist die Betonung bei diesem Satz oder bei diesem Satz? Diese Dinge lernt man eben nur, wenn man Muttersprachler beobachtet und mit Muttersprachlern spricht. Und meine Hoffnung ist, dass wenn ihr bestimmte Situationen beobachtet und analysiert in einer Serie oder Geschichten in einem Podcast, dass ihr dann
genau das Gleiche auch im Alltag, in euren Gesprächen einsetzen und integrieren könnt. Ein großes Ding vorweg. Viele Lerner denken erstmal, wow, das ist super, ich liebe es, Serien zu gucken. Ja, ich lege mich ins Bett, ich hole mir Popcorn und ich schaue mir eine deutsche Netflix-Serie an, ja, und dann lerne ich einfach Deutsch und ich habe Spaß dabei. Jein, für mich macht es einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied, ob ihr die Serie einfach nur passiv konsumiert oder ob ihr euch wirklich hinsetzt, eine kurze Szene versucht aufzuschreiben und wirklich ganz genau zu verstehen, was dort passiert. Weil genau da passieren oft die kleinen Fehler, wo ihr denkt, dass ihr es versteht, aber eigentlich habt ihr es nicht so richtig verstanden. Ihr habt vielleicht das große Bild ungefähr begriffen, aber gerade diese kleinen Nuancen, diese kleinen Ausdrücke, diese Betonungen, von denen ich eben gesprochen habe, die machen eben den ganz großen Unterschied, warum etwas witzig ist oder nicht und wie die deutsche Sprache wirklich funktioniert und auch wie wir Deutschen kulturell etc. denken. Also seid nicht faul, konsumiert nicht einfach nur die Serien, sondern macht die Übungen, die ich euch heute vorschlage und abonniert meinen Channel. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, das klingt alles schön und gut, aber mit welchen Serien soll ich denn anfangen und was mache ich denn jetzt überhaupt? Ganz am Anfang, wenn ihr jetzt noch auf dem B1-Level oder so seid, würde ich sagen, ist es vielleicht noch nicht optimal, jetzt in komplett authentisches, muttersprachliches Material einzutauchen. Welches Material könnt ihr benutzen, wenn ihr noch auf dem B1-Level seid? Ich persönlich würde empfehlen, ihr guckt euch Deutsche Welle, Slow German, Easy German, die Videos, aber auch den Podcast, sehr empfehlenswert. Oder eben Coffee Break German, gibt es auf Spotify. Oder ihr abonniert meinen Channel. Bei mir kriegt ihr authentisches, muttersprachliches Deutsch ein bisschen runtergebrochen, sodass ihr auch schon auf dem B1-Niveau damit arbeiten könnt. Ja, ich werde ganz spezifisch Clips aussuchen oder vielleicht sogar Dialoge ein bisschen zusammenschneiden, damit es nicht zu viel wird auf einmal, damit ihr auch davon profitieren könnt. Weil ihr könnt trotzdem, auch wenn euer Wortschatz noch nicht so groß ist und ihr keine Grammatikmeister seid, könnt ihr ganz, ganz viel darüber lernen. Wie gesagt, emotionale Relevanz ist sehr hoch, das heißt, es ist trotzdem lustig. Ihr könnt die Grammatik indirekt lernen, indem ihr Sätze versteht und nachvollziehen könnt. Und ihr könnt eben auch die ganzen Redemittel und die Betonung lernen, wie Dinge gesagt werden und wie Leute miteinander kommunizieren. Ja? Also ich denke, dass ihr auf jeden Fall etwas bei mir finden könnt. Okay, kommen wir zu der Methode. Wie lernt man am besten mit authentischem Material wie Serien oder Podcasts? Stellen sich viele Fragen. Schaue ich es mit Untertitel oder ohne? Schaue ich eine ganze Serie oder nur einen kleinen Teil? Ich würde euch immer empfehlen, im Endeffekt einen Ausschnitt aus einer Serie zu nehmen, der euch irgendwie interessiert oder angesprochen hat und dann einen relativ kurzen Abschnitt auszuwählen, sagen wir 1 Minute, maximal 2 Minuten und diese dann ganz genau zu analysieren. Wenn wir das Ganze ohne Untertitel hören, bedeutet das, wir müssen uns überlegen, was die Leute genau gesagt haben. Und das heißt, wir müssen unser Gehirn anschalten, eine kleine Analyse machen. Ja? Das bedeutet, dass wir quasi das, was wir schon kennen, anwenden auf das, was wir hören. Und das ist sehr, sehr interessant und ein interessanter Lernprozess, weil manchmal werdet ihr Dinge ein bisschen falsch verstehen. Dadurch, dass Deutsche viele Wörter reduzieren oder verbinden und die Aussprache sehr variieren, kommt es dazu, dass ihr manchmal Dinge komplett falsch hört. Und das kann am Anfang ein bisschen frustrierend sein, aber gerade da ist ja diese Brücke, dieser Unterschied von dem, was ihr im Unterricht in irgendwelchen Büchern lernt und dem, was in der realen Welt passiert. Das heißt, überlegt euch, was ist der logische Weg? Wie kommen wir von hier nach hier? Wir müssen analysieren, was hier passiert. Und wenn da Fehler passieren, seid nicht frustriert. Ihr bekommt von mir für alle Sachen, die wir zusammen hier auf dem Channel besprechen, ein Transkript. Das ist von mir persönlich gecheckt mit Anmerkungen, damit ihr euch verbessern könnt. Aber dieser Prozess, diese Fehler auf dem Weg dahin sind eben sehr, sehr wichtig, dass ihr die für euch selber individuell macht, weil da zeigt sich ganz genau, wo ihr Dinge vielleicht oft falsch versteht, wo ihr von Muttersprachlern nicht verstanden werdet oder ihr Muttersprachler nicht richtig versteht. Und genau da setzen wir an und finden heraus, was da passiert ist. Es wird Momente geben, wo ihr sagt, oh Mann, und das habe ich schon so oft gehört und ich habe immer gedacht, es bedeutet das und es bedeutet eigentlich das. Ja, das höre ich ganz, ganz oft von meinen Schülern und das liegt eben genau daran, dass Deutsch mit diesen Kollokationen zum Beispiel so funktioniert und auch mit den trennbaren Verben. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ja. Ihr kennt das Wort hören, jetzt hört ihr aber in einem Satz, oh, ich höre auf. Und dann hört ihr nur das Wort hör und ihr denkt vielleicht hören, hören, hören.
aber am Ende war ein auf. Ja, das heißt, wir haben hier eigentlich das Verb aufhören und wir haben eine komplett andere Bedeutung hier, als wir ursprünglich gedacht haben. Ja? Und das war jetzt ein sehr simples Beispiel, aber gerade bei diesen Kollokationen etc. gibt es eben so viele Kombinationen, die ihr garantiert nicht kennt und die ihr garantiert schon gehört habt und die ihr sehr wahrscheinlich falsch verstanden habt. Und durch diese spielerische Methode kommt ihr eben endlich dahinter und könnt dann Schritt für Schritt mehr verstehen, was eine sehr, sehr, sehr bereichernde Erfahrung sein kann, wenn ihr auf einmal Dinge in der Alltagssprache versteht, wenn euch die schnelle Sprache von Muttersprachlern nicht mehr Angst macht, sondern eben motiviert. Eine weitere Sache, wenn ihr Dinge auf YouTube konsumiert, seid vorsichtig mit den automatisch generierten Untertiteln. Gerade bei der deutschen Sprache passieren da immer noch Fehler, das heißt, nehmt das nicht zu genau. Wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt mir eine Nachricht. Was hat die Person hier gesagt? Und ich finde das gerne für euch raus. Ja? Oder benutzt eben Materialien wie auf meinem Channel oder auch auf anderen, wo ihr das komplett kontrollierte Transkript oder vom Verfasser hergestellte Transkript benutzen könnt, wo wirklich Wort für Wort alles ganz genau steht. Ja? Ein weiteres Problem bei Untertiteln generell kann sein, dass ihr euch zu sehr auf die Untertitel verlasst und konzentriert. Dabei geht eben genau dieses Hörverständnis verloren, wovon ich eben gesprochen habe. Das ist eben einer der Gründe, warum ich sage, Untertitel, ja, schön und gut, aber ja, nicht besonders gut zum Lernen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Was würde ich machen, wenn ich mit einer Serie oder einem Podcast Deutsch lernen will? Okay, als allererstes natürlich eine Serie aussuchen, die euch interessiert, von der ihr gehört habt. Ihr werdet auf meinem Channel immer wieder neue Serientipps und Inspirationen bekommen. Dann würde ich die Serie schauen und ich würde versuchen, mir einen Dialog oder Monolog oder interessanten Teil in den ersten 5 bis 10 Minuten auszusuchen. Da bekommt ihr eine gute Idee für den Plot und oft ist es so, dass wenn ihr dann später die ganze Folge schaut, viele Wörter und Sprachmittel sich dann doch wiederholen. Dann würde ich mich hinsetzen und wirklich 1 bis 2 Minuten ganz genau transkribieren. Das bedeutet, ihr schreibt jedes Wort auf. Jedes jedes Ja, jedes Schreibt alles auf, was ihr hört. Erst dann, wenn ihr komplett fertig seid, ihr könnt auch gerne nochmal nachdenken, kontrollieren, überlegen, was macht für euch Sinn, was wurde gesagt. Erst, wenn ihr damit fertig seid, dann schaut ihr euch das kontrollierte Transkript zu dieser Szene an. Ja, das heißt, entweder fragt ihr Felix, kannst du hier dieses Transkript zur Verfügung stellen? Ich werde versuchen, regelmäßige Lives zu machen, das auch mit euch zusammen durchzugehen. Oder ihr geht das mit eurem Deutschlehrer durch. Dann könnt ihr sehen, da habe ich was falsch gehört. Das macht keinen Sinn. Des Weiteren werde ich auf meinem Patreon auch komplette Transkripte zu ganzen Serienfolgen zur Verfügung stellen. Wenn euch das interessiert, dann subscribe bei meinem Patreon und dann bekommt ihr eben diese Materialien und auch noch viele, viele andere Features wie wöchentliche Live-Calls etc. zur Verfügung gestellt. Wenn ihr euch selbst Serien raussuchen wollt mit authentischem Deutsch, kann ich euch sehr die ZDF- und ARD-Mediathek empfehlen. Natürlich gibt es auch tolle Serien auf Netflix, wie zum Beispiel Dark war sehr beliebt, How to Sell Drugs Online Fast und mein persönlicher Favorit, der Tatortreiniger, von dem werdet ihr noch sehr, sehr viel hören, weil das wirklich eine der lustigsten Sendungen für mich überhaupt ist und auch so ein bisschen ein Underdog ist. Also viele Deutschlerner kennen diese Netflix-Serien wie How to Sell Drugs Online und Dark, aber interessanterweise kennen nicht so viele von euch den Tatortreiniger und das ist wirklich hardcore authentisches Deutsch und wirklich die ganze Kultur und kleine Anekdoten sehr, sehr, sehr interessant für Deutschlerner, meiner Meinung nach. Des Weiteren findet ihr natürlich auch wunderbare Podcasts auf Spotify. Ich zum Beispiel ein großer Fan von dem Podcast Gemischtes Hack und dort findet ihr auch wunderbare Beispiele für Storytelling. Ja, wie erzähle ich eine Geschichte mit einem humorvollen Effekt? Ja, wie kann man mit der deutschen Sprache Spaß haben? Ja, sie machen sich oft über Wörter lustig und auch über den Sprachgebrauch der Deutschen, über die deutsche Kultur etc. Ja, also wirklich, wirklich gut, wenn ihr tiefer eintauchen wollt. Okay, das war's jetzt erstmal von mir zu diesem Thema. Mich würde noch interessieren, welche Serien schaut ihr zum Deutschlernen oder zu welchen Serien hättet ihr gerne mehr Informationen, runtergebrochene Dialoge, Transkripte etc. Schreibt es mir in die Kommentare, ich setze das gerne für euch um. Wenn dieses Video für euch nützlich war und ihr gerne mehr zu dem Thema Deutschlernen mit Serien und Podcasts lernen wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und drückt doch auf die kleine Glocke und verpasst kein Video mehr von mir. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.